Ein Hügel voll Kreuz, wilde Pferde und ein Wiedersehen in Vilnius. Die letzten Tage von unserer Reise. Wir haben jetzt noch gerade für morgen den Tag geplant. Wir gehen morgen in die Stadt zum Leidwesen vom Raffi. Aber wir haben etwas mega Cooles vor. Es ist nicht so schlimm. Gut, ich habe etwas Cooles geplant. Mittelalterfesten. Genau. Wir gehen in ein Mittelalterrestaurant essen und ein bisschen die historische Altstadt anschauen. Aber ja, wenn man hier die Aussicht hat, da raus, wird es immer ein bisschen schwierig, in die Stadt hineinzugehen. Ja, wir haben halt eben schon manchmal ein bisschen Überraschungen auf unserem Weg. Okay, wir kehren wieder mal um. Also wir dürfen nicht mal drüber laufen. Wir fahren mal weiter. Also, wir kehren mal um. Das ist jetzt die Vorspeise. Suppe. Was ist das schon wieder? Poulet-Suppe. Das ist also noch heiß. Und Quer. Okay. Es ist auch viel auf dem Teller, aber ich bin noch froh, dass ich das bestellt, weil Ich habe den Hosenknopf schon aufgetaucht. Ich weiss nicht, was ich bestellt habe. Geil. Oh, scheisse, die Fettschicht. ja. Es ist ein trauriger Moment. Ein historischer. Ja, wir planen unsere letzten Abenteuer. Wir fahren jetzt die Küste, also die Westküste entlang. Zuerst an das Kap rauf und dann die Westküste entlang von Lettland. Polka, genau. Wir haben jetzt ein paar Tage in Riga verbracht. Sind aber jetzt auch wieder froh, in der Natur zu sein. Wieder in den schönen Wäldern. Aber es ist schon ein bisschen, wenn wir auf den Kalender schauen, dann haben wir jetzt noch gut eine Woche, bis wir in Vilnius sein wollen. Ja, und von Vilnius ist dann nur noch aufpumpen und heimfahren. Jetzt schließt sich dann der Kreis. Genau. Nein, was noch wichtig ist, wir haben natürlich noch Defekt am Auto. Oh. Also das mal wirklich am Atlas. Aber das zeigen wir dann nachher. In Lettland, in einem ehemaligen militärischen Sperrgebiet aus der Zeit der Sowjetunion, finden wir ein Radioteleskop. Es ist in den 70er Jahren für militärische Kommunikations- und Überwachungsaufgaben, also Spionage, gebaut worden. Das Herzstück ist eine 32 Meter grosse Parabolantenne, das grösste Radioteleskop in Nordeuropa. Es ist immer noch in Betrieb und wird seit der Unabhängigkeit von Lettland für die Wissenschaft gebraucht.
Most of the people who came here, they would come here only for the shop. There's a lot of American drinks, a lot of German drinks. Yeah. But of course, if you would have to sit all day and just steer this thing, it can be quite tiring. Because this wouldn't even move. The radiators go by a few centimeters. And then those waves, they jump from these aluminum plates up to the secondary dish. Then from there, again, those waves jump down to the silicon. And then it sends to computers, scientists. That's our town. Oh yes. Wissen wir mal, wie es ist, im Atlas zu sein, wenn es den ganzen Tag regnet. Der Pape Nationalpark ist ein außergewöhnliches Naturparadies. Die wilden Pferde, die hier leben, sind sogenannte Konik-Pferde. Eine robuste polnische Rasse, die am ausgestorbenen europäischen Wildpferd, dem Tarpan, sehr ähnlich sind. 1999 sind hier die ersten Tiere angesiedelt worden. Nicht als Touristenattraktion, sondern als natürliche Landschaftspfleger. Sie halten die Wiesen und die Feuchtgebiete offen und verhindern das Zuwachsen der Küstengebiete. Die Tiere leben das ganze Jahr ohne menschliche Versorgung und folgen ihrem natürlichen Sozialverhalten. Das Ziel haben wir eigentlich etwa so als erstes machen auf unserer Reise. Das wäre so das erste Highlight gewesen. Ja, aber kurz vor dran haben wir umgekehrt sozusagen. Und jetzt machen wir das Letzte. Genau. Seit dem 19. Jahrhundert werden hier Kreuze in allen Grössen aufgestellt. Es sind mittlerweile über 100'000.
der Teetroute unterwegs. Wandern haben wir auch schon gesehen. Haben wir den Highlight gehört? Nein. Nein. Wir fahren weiter zu unserem letzten Übernachtungsplatz in Litauen. Der gleiche Ort, wo wir ganz am Anfang unserer Reise diverse Wasserprobleme hatten und unsere Route mussten umplanen. Ja, es ist fertig Abenteuer und darum müssen wir noch ein bisschen Wartungsarbeiten machen. Geht gar nicht. Wirkt Toyota unzuverlässig fertige Gugus. Nein, es ist hier das Bierli kaputt. Aber das ist okay. Das können wir schnell wechseln. Was wir aber auch machen müssen, wir sind ja immer, man sieht es ein bisschen hier, wenig Luftdruck unterwegs gewesen. Jetzt müssen wir wieder aufblasen. Fertig Adventure Druck, wieder auf Autobahn Druck. Wir haben hier ganz hinten versteckt. Das ist ein Kompressor. Fertig, Offroad. Aber jetzt nur noch Autobahn. Die brauchen wir leider auch nicht mehr. Fertig Allrad. Sieht ganz anders aus, so ohne Schnee und Eis. Also, es ist jetzt soweit. Die letzte Woche hat angefangen. Das ist Montag, oder? Ja. Ja, jetzt fahren wir auf Vilnius. Nochmal bei Dragon 4x4 vorbei. Und dann Fahren wir auf die Autobahn. Sind wir schon lange nicht mehr auf der Autobahn. nein. Und auf den letzten Meter Gravel Road. Das Auto fährt vorbei. Voll der Steinschlag. Und er ist natürlich direkt im Sichtfeld. Aber es ist nicht der erste, es ist einfach der gröbste. Ja, das ist jetzt also eine Grobigkeit. Okay. Die Fähre haben wir eigentlich schon nehmen. Dann. Aber der Fluss war ja dann zugefroren. Sie ist dann nicht gefahren. Aber jetzt haben wir sie doch noch erleben. Kleine Fähre.
ist es soweit. Wir fahren heim zu 5 Monate 20'000 Kilometer und ein Atlas voller Erinnerungen. schön. Bist du dabei gewesen?